Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir müssen jetzt leider das Paradies verlassen, weil der Sturm geht uns so auf die Nerven. Wir haben keinen Bock mehr. Seit gestern ist ja so ein krasser Sturm. Ja. Oh, die Nacht war auch echt hart, muss ich schon zugeben. Ich bin so oft aufgewacht, weil das einfach so laut war. Diese Fahrradblade hat immer gegen das Fenster gehauen. Oh, ja. Da dachtest du mal, jemand ist hinten wieder am Fahrradträger und macht irgendwelche Ja, ich habe hier. Gräueltaten. Ich musste diese Dinger abschneiden. Ist kein Witz, aber diese blöden Schnallen haben gegen das Fenster gehauen und ich konnte die nirgends befestigen. Und ab einem gewissen Punkt hatte ich echt keine Lust mehr. Bin ich einfach raus, habe die Schere geschnappt und die Teile entfernt. Die Nacht sogar eine Rettungsaktion noch durch. Das Stand-Up-Paddle hat es einmal vom Dach runtergeweht. Ich hatte das mit solchen Extendern befestigt. Irgendwann gab es einen lauten Schlag und Ina war natürlich die erste, die wieder wach war und meinte, oh, unser Stand-Up-Paddle liegt unten. Ja. Und ist dann einfach mal hier runter auf den Busch geflogen, zum Glück. Ja, ich will mir gar nicht vorstellen, wenn es ein Stück weiter geflogen wäre und dann zack, weg. Oh Gott, ja. Naja, auf jeden Fall müssen wir das Paradies jetzt hier verlassen, weil der Wind ist einfach unerträglich. Wir haben so viel Sand im Bus seit gestern. Man kann hier wirklich mit dem Finger überall drüber fahren, dann übelst die Staubschicht war. Ja, ja. Sagenhaft. Übelst geiler Spot hier. Wir sind jetzt angekommen im Nationalpark von Alcornocales in der Nähe von Tarifa und haben jetzt hier einen schönen Stellplatz gefunden. Mitten in den Bergen drin? Ja, wollen hier auf jeden Fall die Tage mal noch ein bisschen wandern gehen und die Gegend erkunden, aber ich möchte jetzt erstmal was Kleines essen. Na dann, los geht's. Ja, wir hoffen mal, dass wir jetzt hier ein bisschen besser vor dem Wind geschützt sind. Und auf jeden Fall ist hier deutlich weniger Sand, der uns ins Auto reinweht. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, da kann man auch die Tür wenigstens mal wieder aufmachen, auch wenn es windet. Aber wir müssen wahrscheinlich hier einen übelsten Großputz noch machen. Hier ist alles voll. Ja. Das ist richtig krass. Wir stehen hier direkt bei solchen Korkbäumen. Und da sieht man mal, wie Kork abgeerntet wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das dauert, bis das wieder nachwächst, bis man wieder ernten kann, aber ich glaube irgendwie 10 Jahre. Reste verwertetes Obst. Ja, auf jeden Fall. Die Bananen haben schon ihre beste Zeit hinter sich, auf jeden Fall. Ja, da kriegt jetzt jeder eine rein. Und? Sehr lecker. Cheers. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir sind jetzt 10 Minuten von unserem Stellplatz noch mal weitergefahren und wollen hier ein bisschen wandern gehen und einen kleinen See erkunden. Wir hoffen auf wenig
weniger Wind heute. Und mehr Sonne. Und mehr Sonne, ja. Hier stehen einfach so ein paar kleine Hobbithäuser. Ah, nichts, kann man nicht rein. Aber ein Feuerkorb. Und gibt's hier Wasser? Oh. Ja, interessant, es sind ein paar Schutzhütten für Wanderer, aber leider sind die verschlossen. Schade, Schokolade. Also ich mag ja Pinien. Die riechen voll gut. Das ist immer irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man in der Natur ist und Pinien riecht. Ich habe gerade schon ordentlich an einer geschnüffelt. Das ist die neue Droge. Leute, schaut es euch an. Bombastische Aussicht. Geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Wanderung bisher. Ja. Was meinen Sie? Auch. Ich würde voll gerne ins Wasser springen, aber wir haben nichts dabei. Kein Handtuch. Also die letzten Meter bis zum See sind etwas schmerzhaft, weil hier irgendwie alles mit Dornbüschen und keine Ahnung Ja, Marco eine kurze Hose an. bewachsen ist. Ja, ich habe eine kurze Hose an und Birkis. Perfekt zum Wandern halt, wie immer. We made it! Das sieht aus
wie ein Dinosaurierkopf, deswegen heißt der so. Ach, deswegen heißt der Dinosaurierstein. Ah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Ja, wir haben bis 3 Uhr morgens einfach was angeguckt. Und die haben angefangen um kurz nach 8 oder so. Ja. Oh, und dann noch, also auf jeden Fall übelst 2 laute Motorsägen waren noch im Einsatz. Und dann haben sie solche Zelte noch aufgebaut, die Dächer davon. Ja, da ist irgendein Fest morgen und die haben das vorbereitet schon seit gestern und wir dachten aber, dass wir da heute noch in Ruhe stehen können, da ja noch nicht das Fest ist, aber Fehlanzeige. Da heute sowieso so ein etwas regnerischer Tag ist und dachten wir, ja, wir machen heute eh nur so einen Lazy Day im Bus. Ja. Aber mit dem Jahr hat man dann noch keinen Bock, da haben wir uns jetzt nochmal schnell verbunden und sind bei Tarifa runter an den Strand gefahren und ja, wir stehen heute am Strand. Lazy Day. Machen trotzdem. einfach nichts heute. Hm? Ja, aber wir gehen jetzt natürlich mal noch kurz zum Strand vorgucken. Kurz ans Wasser gucken. Let's go. Ich würde dich gerne morgen hier drin sehen. Aber nur mit so einer Ente. And it feels like summer. Fühlt sich an wie Sommer, ha? Das Ding hast du am Pullover an, stimmt's? Ach Gott. So, what's the plan? Du willst shoppen gehen. Ja, ich brauche dringend eine Kopfbedeckung. Ich bin echt auf der Suche nach einem Hut, schon seit Wochen und jetzt wollte ich es mal in Tarifa versuchen. Ja, ich glaube, das ist mir richtig. Ich glaube, also beim Reinfahren gerade schon alleine bestimmt 15
Surf- und Skate-Shops gesehen zu haben. So, let's go. Also wenn nicht heute, dann wann dann? Fingers crossed. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glaubst du daran, dass du heute einen Hut findest und kaufst? Stopp. Finden und kaufen sind zwei Paar Sachen. Ich Ja, aber du denke, willst ja einen kaufen. ich sag 50-50. 50-50. Ja. Also, Okay, wir 5 sind von gespannt. 10. Aber hier gibt es schöne Hawaii-Hemden für dich. Typisch, den Hut kaufen und endet wo ganz anders. Ja? No quiere, se pone mal. Y ahora ven esta cara. Siesta Time! Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mit. Ja? Wir haben einen Hund gefunden. Yay! Hola, Chica! Hola, Chico! Na? Ich bin gewappnet für Afrika. Ich habe jetzt endlich einen Hut. Geil, da kann losgehen. Ne? Was meint ihr zu dem Hut? Schreibt in die Kommentare! Shopping erledigt, jetzt gucken wir uns nochmal Tarifa ein bisschen genauer an im Zentrum. Soll ja auch sehr schön sein. Ich liebe auf, dass euch Tina nicht mitnimmt. Was wir. Oh, die haben alle richtig süße Halsbänder. Das ist wie die Feuerhänge mit Orangen. Richtig, richtig schön. Wir wussten gar nicht, dass Napoleon sogar hier war. Ja, wir haben hier gerade gelesen, dass hier der Eingang war zur Stadt früher. Und Napoleon und seine Truppen wurden vor der Stadtmauer besiegt, sodass sie nicht Tarifa erobern konnten. Krass. Eine Gasse schöner als die andere. Mega schön. Diese vielen Pflanzen, ich liebe es so sehr, wenn dieser alte Stil da ist und dann alles noch begrünt. Guck mal, hier sind schon wieder übelst viele Vögel am Start. Ich liebe. Die arbeiten. Das- Damit du wieder Honig essen kannst. Ja, das ist kein Wochenende.
Also ich verstehe, warum das hier ein totales Surferparadies ist und ganz viele Busse hier am Strand stehen. Es ist so schön, es gibt überall diese süßen kleinen Gassen, diese schnuckeligen Läden und süße Cafés und alles in so einem tollen Stil. Ich finde es richtig schön hier.